Die Beeinträchtigung durch Corona dauert nun schon über ein Jahr an. Trotz vorsichtigerer Lockerungen fühlen sich viele Menschen alleine und suchen dadurch vermehrt nach Hilfe und Beratung für die eigene mentale Gesundheit. Aufgrund der vielfältigen Kontaktbeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie, aber auch als Produkt der Digitalisierung, haben Angebot und Nachfrage von Hilfsangeboten im Internet stark zugenommen. Die dadurch verfügbaren Online-Angebote sind sehr vielfältig und reichen von Websites zur Information und Orientierung über Chatbots bis hin zu Online-Sitzungen mit Therapeutinnen. Dazu gehören auch Tools zur Selbsthilfe, die eine Gesprächstherapie unterstützen können. Ein Beispiel dafür ist Hermes, das von Forschern an der Uni Bern entwickelt wurde. Wir haben uns mit Oliver Buhr, der für sein Doktorat an Hermes mitarbeitet, auf ein Feierabendbier getroffen, um über das Potenzial solcher Tools, auch unabhängig von einer Pandemie, zu sprechen. Also Hermes ist der Name von einem Selbsthilfetool, von einer internetbasierten Selbsthilfe. Das kann man sich so vorstellen, dass es ein Programm ist, wo man sich einloggen kann und wo man dann selbstständig Übungen machen kann, wo man Texte lesen kann, die aufklärt über Problemlösetherapie, weil auf dem ist sie begründet. Und genau, das Ziel ist dann, dass man mit Hilfe von diesem Programm eigentlich depressive Symptome reduzieren kann. Das heißt, es ist schon ein Tool, mit dem man direkt therapeutisch wirksam ist und aktiv ist. Das ist also kein Tool, mit dem man sich nur einschätzen kann persönlich. Genau, ja. Also es ist einfach ein Programm, wo man Aufklärungstexte lesen kann, man kann Videos anschauen, wo Sachen erklärt werden. Es gibt Übungen, zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. Und es tut vor allem informieren, also es tut vor allem aufklären. Aber es gibt auch praktische Übungen und es gibt auch Übungen an den Hang, wie man zum Beispiel Probleme definieren kann, wie man sie von verschiedenen Arten angehen und wie man sie schliesslich probieren zu lösen. Das ist jetzt als Online-Tool, passt es ja perfekt so zur Corona-Situation. War das Zufall oder wart ihr da einfach zur richtigen Zeit, zur rechten Zeit am rechten Ort? Ja, das war völlig ein Zufall. Also mein Professor untersucht die Online-Tools schon lange. Und jetzt zum Beispiel Schweden und Australien, die untersuchen das auch schon seit 20 Jahren, weil das halt grosse Länder sind mit vielen Orten, wo es keine Therapie gibt. Ja. Aber unser Projekt ist wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also, gerade als wir angefangen haben zu rekrutieren, ist eigentlich der Lockdown gewesen. Und das hat man auch gesehen, also es haben sich mega viele angemeldet zu dieser Zeit. Wow. Hermes ist ein zeitlich begrenztes Forschungsprojekt der Uni Bern, doch es existieren bereits viele verschiedene Möglichkeiten für Hilfsangebote online. Die richtige Form der Hilfe oder Therapie zu finden, kann aber eine schwierige Aufgabe sein. Wie findet man für sich das richtige Angebot und für wen eignen sich Online-Tools grundsätzlich? Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Das erste ist sicher, was ist die persönliche Präferenz? Möchte man anonym bleiben, ist so wie das erste Mal eine Hilfe holen. Also lieber anonym, zeit- und ortsunabhängig. Das kann man daheim machen, man kann es zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Wenn das mega wichtig ist, ist es eine gute Idee. Oder wenn man nicht so starke, also in unserem Fall sind es depressive Symptome, wenn man nur leichte oder moderate Symptome hat, dann kann man eigentlich gut so ein Programm machen. Wenn man aber lieber vor Ort mit einem Therapeut oder einer Therapeutin arbeiten, dann ist an dem auch nichts verkehrt und würde ich das empfehlen. Glaubst du, dass die Tools, die es jetzt schon gibt und die sich jetzt entwickeln und auch stärker entwickelt wurden wegen Corona, dass die Schritt halten können, dass man wie die größeren Probleme durch Isolation und durch fehlenden sozialen Umgang, dass es eine gute Antwort darauf gibt? Also ich glaube, die Programme haben sich nicht sehr gross ändern jetzt durch die Corona-Krise. Es gibt sicher solche, die sich noch etwas spezifischer mit dem Virus und den Folgen davon, also vor allem von der Isolation und so, befassen. Aber depressive Symptome, ängstliche Symptome, Gefühl von Einsamkeit, das sind Probleme, die wir sonst auch haben. Und das sind Sachen, die man mit diesem Programm auch schon vorher eigentlich probiert anzugehen. Und von dem her tun wir das Rad jetzt nicht neu erfinden. Ja, und vielleicht ist es so ein, ein Katalysator, dass die Gesundheitsversorgung jetzt auch ein auf diesen Zug aufspringt und nicht nur darüber geforscht wird. Momentan liegen die Vorteile von Online-Therapiemöglichkeiten auf der Hand, da viele Angebote vor Ort nicht oder nur eingeschränkt stattfinden können. Doch welche Daseinsberechtigung haben sie, wenn die Pandemie vorüber ist? Ich denke, das
grösste Potenzial ist eine Ergänzung vom jetzigen System, von der jetzigen Versorgung. Also, dass man halt viel mehr Leute viel schneller erreichen kann. Und wenn die Probleme noch nicht so schlimm sind, dass man vielleicht einfach mal zuerst sich informiert, vielleicht hilft das schon, sich ein bisschen zu ordnen und mal schaut, was kann ich eigentlich selber schon mal machen. Ja. Also ich glaube, das ist eine wichtige Ergänzung an das sein. Ich glaube nicht, dass man darauf herzielen Psychotherapie in Face-to-Face zu ersetzen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Nee. Ja. Aber jetzt so eine Online-Therapie, also so ein Programm, wo man noch begleitet wird, also zum Beispiel E-Mail-Feedback von einem Therapeuten bekommt, das kann gleich wirksam sein wie eine normale Therapie. Okay. Und ich denke, es kann einfach wirklich eine gute Ergänzung sein und auch auf die Präferenzen der Patientinnen zum Beispiel mit dem besser umzugehen. Dass das ganze Netz ein bisschen dichter wird, dass man nicht einmal die Woche zum Therapeuten geht, sondern in den Tagen dazwischen dann auch online sich weiterhilft und das vertieft dadurch, also es wie ein Trainingseffekt auch mit hat. Genau, das ist ein anderer Aspekt. Es gibt zum Beispiel den Ansatz von Blended Therapy, Ja. wo man also eine normale Psychotherapie mit einem Online-Programm kombiniert. Ja. Und das quasi also mixt. Und dort sind erste Ergebnisse, das ist jetzt noch nicht, wird jetzt noch nicht grossflächig gemacht, aber die ersten Studien, die das gemacht haben, sind eigentlich vielversprechend. Okay. Jetzt scheint so zu sein, dass zumindest kurzfristig jetzt über das Jahr, wo jetzt Corona schon geherrscht hat, Therapien, die jetzt nicht ausgefallen sind, sondern die online dann weitergeführt wurden, über das, was auch immer, Skype oder Zoom oder so, dass die erstmal trotzdem den Personen noch geholfen haben. Ja, ich glaube, eben Corona ist ein gutes Stichwort. Ich meine, wir alle haben jetzt eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man auch online arbeiten kann. Dass man irgendwie in Gruppen sich treffen kann, dass man sich zu zweit treffen kann, dass das relativ gut funktioniert. Ja. Und in der Psychotherapie ist es eigentlich ähnlich. Also sowohl Patienten wie auch Therapeuten und Therapeutinnen haben eigentlich im Nachhinein gemerkt, dass das geht. Ja. Vorher war man recht skeptisch, also vor allem auf Seite von Therapeutinnen. Aber durch die Erfahrung hat man gemerkt, dass das funktioniert und es wirkt auch. Also es gibt Studien, die zeigen, dass das genau gleich wirksam ist. Jetzt über Skype zum Beispiel hat man ja eigentlich fast alle nonverbalen Cues ja auch. Ja. Und man sieht ja einander. Und wenn die Internetverbindung stabil ist, dann ja, ist das eigentlich ein recht ähnliches Gespräch wie Face-to-Face. Ich denke aber langfristig wird auch das nicht Face-to-Face-Psychotherapie ersetzen, sondern ich denke, es ist wirklich auch wieder hier eine gute Ergänzung, wenn man Zeitprobleme hat, wenn man mehrere Stunden anreisen müsste. Zum Beispiel, wenn der Therapeut oder die Patientin fortzieht, dass man die Therapie weiter führen kann, ist ein gutes Beispiel. Wenn man weit weg wohnt, ist es ein gutes Beispiel. Wenn man terminlich wenn es schwierig ist, Zeit zu finden für eine Therapie, ist es einfacher, halt mal eine Zoom-Sitzung zu machen. Ja. Und das Gleiche ist mit diesen Selbsthilfe-Tools. Die kann man auch zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Es gibt Leute, die das lieber haben, als zu einem Therapeuten zu gehen. Ja. Oder die das als Anfang vielleicht besser sehen, so wie ein Einstieg zu einer Therapie. Und auch dort finde ich es sehr sinnvoll. Online-Tools oder Online-Therapien können eine wichtige und praktische Ergänzung zu bestehenden Angeboten für die mentale Gesundheit sein. Durch Corona bekamen diese Tools mehr Aufmerksamkeit, wodurch sie hoffentlich weiter wachsen und auch nach der Pandemie ihre Stärken ausspielen können. Wie bei allen Dingen im Internet ist es natürlich auch hier wichtig, auf die Vertrauenswürdigkeit der Angebote zu achten. Und was schon lange vor Corona und Online-Tools existierte, ist die Nummer 147, die man jetzt sofort anrufen kann, wenn man Seelsorge braucht oder mit jemandem sprechen möchte.